Hey Jay-Z, MJ, heute haben wir die komplette Ausrüstung an für ein YouTube-Video. Wieso? weil wir euch heute zeigen wollen, wie man am besten Schüsse blockt. Das ist vielleicht nicht unbedingt einen klassischen Skill, aber eine unheimliche wichtige Fähigkeit für jede Eishockeyspieler oder Spielerin. Du musst mal Schüsse blocken. Leider kennen wir, glaube ich, Jay-Z, viele Kinder, die ein bisschen Angst davon haben, werden versuchen, eure Angst zu überwinden und auch einige Erwachsene, die damit Hilfe brauchen. Ready? Ja, let's Leg go. mal los. So, bevor wir euch den eigentlichen Techniken zeigen, unabhängig von der Tatsache, dass du in den Schussbahn sein musst, gibt es 3 absolute No-Gos beim Schüsse blocken. No-Go Nummer 1, der Flamingo. No-Go Nummer 2, der Hochsprung. Ah! Und No-Go Nummer 3, die Drehung. Da schieße ich jetzt nicht, weil Marcel, bei dem tut man sich echt richtig weh. Diese 3 Sachen müsst ihr unbedingt vermeiden. Zeig Mut und wir zeigen euch jetzt, wie du einen Schüsse blocken kannst. So, der Basic Schussblock. Und so würden wir mit alle unseren Nachwuchsspieler anfangen. Und oft reicht diesen Schussblock vollkommen aus. Diese Art von Schussblock habe ich eigentlich fast immer verwendet. Für mich hat es vollkommen gereicht. Einfach auf die Füße stehen bleiben, in den Schussbahn sein. Das bedeutet, wir ziehen eine gedachte Linie vom Mittelpfosten des Tores durch die Scheibe und ich möchte meine Bauchnabel eigentlich in diese Linie haben zur Scheibe. Ich würde so rauslaufen, nicht super eng, weil da mache ich mir ein bisschen zu eng, weil wirklich, wenn ich meine Beine so habe, hier durchzuschießen, ist unheimlich schwierig. Also es reicht, wenn meine Füße ungefähr so weit auseinander sind. Und Schlägerposition ist wirklich so eine Sache, weil vielleicht weißt du, dass der Gegner einen Mitspieler auf der Seite hat, dann kann ich meinen Schläger hier haben, um den Pass auch zu blocken oder hier oder da. Nicht ganz so wichtig, aber wichtig, mitten in der Schussbahn, rauskommen, leicht in der Hocke. Und solange sie das Tor nicht trifft, ist auch alles gut. Keine Angst! Oh, gerade so, fast durch die Beine. Oh yeah. Auch eine Möglichkeit, die Schüsse zu blocken, hat sich jetzt so die letzten 10 Jahre eigentlich entwickelt, ohne zu sagen, dass der Marcel jetzt oldschool ist oder ein Opa ist. Aber kam jetzt die letzten Jahre raus, ist, dass man quasi nicht mehr auf beiden Füßen stehen bleibt, sondern quasi sich seitlich stellt und auf ein Knie runtergeht. Wichtig dabei ist, dass man immer einen Fuß aber oben lässt, damit ich quasi schnell wieder hochkommen kann und auch reagieren kann. Vorteil von der Blocktechnik ist einfach, dass die Blockfläche noch mal ein bisschen größer ist. Natürlich jetzt auch was anderes, wenn man jetzt vielleicht auch nur ein Halbvisier hat oder so. Man sieht dann auch oft, dass die noch mal die Hand vors Gesicht haben, aber einfach die Abwehrfläche ist viel größer. Wichtig natürlich auch wieder in der Schussbahn zu bleiben. Im Optimalfall trifft er mich einfach hier seitlich an der Hose oder am Po, wo ich einen guten Schuss habe. Der Arm ist angelegt, das heißt hier die Rippen sind auch gut geschützt und insgesamt die Abwehrfläche ist größer. Und meine Chance wieder zu reagieren bleibt aber bestehen. Und der letzte Variante, wie du einen Schuss blocken könntest, ist aus einer kompletten Notsituation. Du bist ja überhaupt nicht in der Schussbahn und musst irgendwie schnell reinkommen und rutscht dann rein. Mach das nicht, wenn du die anderen 2 Varianten nutzen kannst, weil wenn Jay-Z klug ist und die sieht, dass ich reinkomme und von der Seite rutsche, dann bin ich weg und sie hat eine freie Bahn zum Tor. Aber wenn du wirklich denkst, dass der Verteidiger schießen wird und du bist ja überhaupt nicht in der Bahn, denn oft ist es der einzige Weg, einen Schuss zu blocken. Unheimlich wichtig, aber hier
auch wenn ein Eishockeyspiel unheimlich wichtig ist, dein Leben ist noch wichtiger, also rutsch mit den Füßen voraus und natürlich niemals mit dem Kopf. Probieren ein paar. Oh mein Gott, große Chance von GC, will sie blocken! So blockt man einen Schuss, wenn man rutschen muss. Hab der ein oder andere Spieler gesehen, der sich eher auf den Bauch rutscht. Das machen Verteidiger häufig, wenn sie einen Querpass blocken wollen. Ist natürlich auch eine Variante, aber ich bevorzuge meine Schienbeinschoner so zur Schütze zu haben. Und natürlich, genauso wie beim Schussblocken, im Stand nie so. Oh Mann! Der eine hat schon ein bisschen wehgetan, aber das Gefühl, wenn man einen guten Block gemacht hat und wie der Bank dich feiert, das ist so cool. Neben einem Tor, das Allercoolste, einen richtig guten Check oder beim bastischen Schussblock von meinem Feldspieler, um die Mannschaft im Schwung zu bringen. Dieses Gefühl ist so cool. So, wie trainiert man Schüsse blocken? Viele Kinder haben anfangs Angst. Das ist auch normal. Wenn man Höhenangst hat, fängt man nicht gleich von einer 10-Meter-Plattform zu springen, sondern fängt man beim 1-Meter-Brett an. Wenn man Angst vom Schüsseblocken hat, üben wir oft mit den Kindern im Verein erstmals mit Tennisbälle. Und natürlich erstmals, bevor es zu kompliziert wird, erstmals im Stand. Und jetzt bitte rauslaufen. Das macht den Kindern meistens sehr viel Spaß und tut eigentlich gar nicht weh, sondern sie gewöhnen sich aber dran, in den Schussbahn zu sein und den Aufprall ein bisschen zu spüren. So, wenn man sich an den Tennisbällen gewohnt hat, dann kann man zur blaue, leichtere Pucks aufsteigen. Die sind ein bisschen leichter, der Aufprall ist nicht ganz so hart. Und wir bleiben natürlich weiterhin im Stand. Oh nein, die geht rein, ich muss noch eine blocken. Haben wir noch Blauscheiben da? Nicht schlimm. Aber ich habe ja keine Angst mehr von den blauen Scheiben. Nächste Progression, natürlich mit den schwarzen im Stand. Also Leute, ich hoffe, dass wir mit diesem Video euch den Angst ein bisschen wegnehmen können vom Schüsseblocken und natürlich auch den richtigen Technik zeigen könnte. Ich kann nur sagen, für mich selber, ich glaube, JC, wir werden vielleicht das ein oder andere blaue Fleck morgen haben, aber dieses Gefühl, ich habe seit langem nicht mehr gespielt, dieses Gefühl, wieder einen Schuss zu blocken, muss ich ehrlich sagen, die war doch so cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Man hat es auch in Marcells Augen tatsächlich gesehen, nach den ersten paar Schüssen, die er geblockt hat, war es so richtig, oh, das macht Spaß. Also, man spürt den Adrenalin, man merkt auch, wie wichtig man ist für ein Team, man fühlt sich wirklich wie ein Held an und es sind heldenhafte Taten und es ist wichtig, also tut das, übt es, stellt euch in den Schussbahn ein und denkt an ein paar Sachen. Punkt Nummer 1, der Verteidiger will dich eigentlich nicht treffen. Wenn du richtig in der Schussbahn stehst, will er eigentlich an dir vorbeischießen. Punkt Nummer 2, blockst du einen Schuss richtig, hast du Chancen, dass der Puck abprallt und du hast einen Alleingang. Vor ein paar Jahren war ich beim Trainingscamp der Edmonton Oilers, nur als Zuschauer. Und ich habe gesehen, wie nach dem Training die Trainer mit den Verteidigern einfach nur Schüsse blocken geübt haben. Schlagschuss, Block. Schlagschuss, Block. Das gehört zum Spiel, oder JC? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil davon und kann einfach auch den Unterschied machen, wenn du das Spiel gewinnst oder ob du das Spiel verlierst. Jeder Trainer, wissen beide Trainer, lieben Spieler, die Schüsse blocken. Sei einer davon. Und bis zum nächsten Mal bei Meisters Hockey School.